Schauen wir uns nun einige Lehr- und Lernformen an, wie sie an der Universität gängig sind. Als erstes die Vorlesung. Die Vorlesung ist gerade bei größeren Teilnehmerzahlen eine häufige Veranstaltungsform. Die Grundidee ist dabei, dass ein Dozent einen Vortrag hält, durch den hellblauen Kreis rechts repräsentiert mit der Sprechblase, und die in dunkelblau gezeichneten Studierenden zuhören, sich Notizen machen, eventuell Rückfragen stellen. Der Vortrag basiert meist auf Folien und diese sind oft, aber nicht immer, vorher bereits verfügbar. Meine Empfehlung ist es, bereiten Sie eine Vorlesung vor, indem Sie sich vorher die Folien wenigstens flüchtig durchlesen, damit Sie wissen, was etwa thematisch drankommt. Denken Sie aktiv mit und annotieren Sie die Folien, machen Sie sich also Notizen, insbesondere an Stellen, die Sie vorher mit einem Fragezeichen als ist mir noch nicht ganz klar markiert haben. Zweite, ebenfalls sehr gängige Veranstaltungsform ist die Kleingruppenübung. Diese begleitet bei uns insbesondere Grundlagenveranstaltungen. Die Idee ist dabei, dass die Studierenden ein Übungsblatt erhalten und dieses bearbeiten, entweder einzeln oder mit Lernpartnern zusammen. Und ein Tutor, eine Tutorin herumgeht, Fragen beantwortet und dabei nicht die Lösung direkt preisgibt, sondern in aller Regel eher Hilfe zur Selbsthilfe leistet. Das heißt, die Studenten sollen selber in die Lage versetzt werden, das Problem aus eigener Kraft zu lösen. Meine Empfehlung dabei ist, vorher die Unterlagen durchlesen, das Übungsblatt vorher ansehen und vor allen Dingen aktiv mitarbeiten. Sie werden am meisten von einer Kleingruppenübung profitieren, wenn Sie selber aktiv mitarbeiten und selber versuchen, eine eigene Lösung zu entwickeln, statt fremde Lösungen nur nachzuvollziehen. Eine Alternative dazu ist die sogenannte Hörsaalübung. Die gibt es bei uns in der Informatik praktisch nicht, aber in anderen Studiengängen etwas häufiger. Hier ist die Idee, dass ein Mitarbeiter oder der Dozent die Lösung einer Übung im Hörsaal vorstellt. Je nach Veranstaltung kann das unterschiedlich interaktiv sein. Es kann auch sein, dass nur die Lösung einfach angeschrieben wird. Die Studierenden hören dabei zu, machen sich Notizen und stellen eventuell Rückfragen, ähnlich wie in einer Vorlesung. Auch hier meine Empfehlung: das Ganze vorbereiten, vorher die Unterlagen durchlesen, das Übungsblatt ansehen, mitdenken und die Unterlagen entsprechend annotieren, sich also Notizen machen. Bei uns in der Informatik gibt es eine weitere Sonderform, das ist die sogenannte IV, die integrierte Veranstaltung. Diese ist im Prinzip eine Mischung aus Vorlesungs- und Übungsteilen, je nach Bedarf und Thema. Das heißt, die Dozenten können selber festlegen, wie viel Vorlesungsanteil, wie viel Übungsanteil sie in einem konkreten Termin haben. Hier gelten die üblichen Empfehlungen, also vorher die Unterlagen durchlesen, mitdenken und Notizen machen. Eine gänzlich andere Form hingegen ist das Praktikum. In einem Praktikum wird meist an praktischen Aufgaben gearbeitet. In Informatik sind das oft oder meist Programmieraufgaben. Die Arbeit erfolgt dabei in der Regel alleine oder in Gruppen und es ist wichtig, die Vorgaben der Veranstalter dabei zu beachten, also ob man alleine oder in Gruppen arbeiten soll, kann, darf oder muss. Die Arbeit erfolgt in Informatik dabei meist im Pool oder zu Hause, eventuell auch in Rechnerräumen oder anderen Aufenthaltsräumen. Und die Idee dabei ist, dass alle Studierenden die vorgegebene Aufgabe bearbeiten und dabei praktische Erfahrungen in dem konkreten Thema sammeln. Das kann einfach nur praktische Erfahrung sammeln in Programmierung sein, kann aber auch sein, sich in ein konkretes System, eine konkrete API oder ähnliches einzuarbeiten. Und meist erfolgt am Ende entweder ein Testat, also eine mündliche Prüfung über das Verständnis, oder eine Bewertung der abgegebenen Implementierung. Ich empfehle, das Ganze vorzubereiten, sich vorher die Aufgabe anzusehen und insbesondere selber praktisch auszuprobieren, was man kann und wie gut man die Sachen beherrscht. Eine Variante des Praktikums ist das sogenannte Projektpraktikum. Das ist konzeptuell ähnlich zum Praktikum, hat aber in aller Regel deutlich umfangreichere Aufgaben und hat oft auch einen Forschungsanteil. Das heißt, auch dem Aufgabensteller ist es nicht unbedingt klar, wie man die konkrete Aufgabe optimal löst. Auch hier ist aber die Grundidee: Sie erhalten eine Aufgabe, bearbeiten diese Aufgabe, sammeln praktische Erfahrung und sammeln weitere Erfahrungen über den Forschungsanteil. Wie gehe ich generell vor? Wie strukturiere ich das Problem? Wie finde ich eine Lösung? Wie nähere ich mich der Lösung? Wie kriege ich raus, ob meine vermeintliche Lösung wirklich eine Problemlösung darstellt?
Oft ist das eine sehr lohnenswerte Erfahrung, aber es erfordert oft auch relativ viel Selbstorganisation und Selbstmotivation. Neben manchen Veranstaltungen werden auch Sprechstunden angeboten. Hier ist die Idee, dass offene Fragen geklärt werden können, meist in einem direkten Gespräch. Sie dienen nicht dazu, Tipps für Hausaufgaben zum Beispiel aus Tutorinnen herauszulocken und sich damit einen Vorteil gegenüber anderen zu verschaffen. Wichtig zu wissen ist auch, es gibt im Prinzip durchaus dumme Fragen. Also wenn ein Sachverhalt schon 10-mal erläutert wurde, nochmal so zu fragen, als hätte man ihn nie gehört, ist nicht wirklich ein Zeichen für Cleverness. Wenn man ihn trotz 10-maliger Erklärung nicht verstanden hat, stellt man die Frage einfach anders und weist darauf hin, dass man es schon mehrfach gehört hat, aber mit der Erklärung so nichts anfangen kann. Fühlen Sie sich also frei, alles, was Sie belastet, was Ihnen unklar ist, entsprechend zu fragen. Ich empfehle, die Fragen oder Unklarheiten vorher schon schriftlich zu formulieren, denn oft ist es so, dass wenn ich versuche, mein Problem schriftlich möglichst präzise zu fassen, muss ich das durchdenken und mir dabei unter Umständen schon klar wird, welchen Denkfehler ich mache oder wie die richtige Antwort aussieht. Sprechstunden sind je nach Fach irgendwas zwischen sehr intensiv besucht und kaum besucht. Das heißt, Sie haben oft auch ganz gute Chancen, hier eine vernünftige Antwort zu erhalten. In einem Seminar handelt es sich um eine ganz andere Lehrform als die bisherigen. Hier werden die Studierenden aktiv. Die Grundidee ist dabei üblicherweise, dass alle Teilnehmerinnen ein Thema und Ausgangsliteratur erhalten und die Aufgabenstellung haben, diese Literatur zu lesen, verwandte Literatur zu recherchieren und aufzuarbeiten und daraus basierend einen Vortrag zu halten, inklusive Diskussion. Und in aller Regel wird danach noch eine Ausarbeitung angefertigt. Mir ist auch wichtig, dass beide Teile enthalten sind in einem Seminar, weil Sie im Rahmen Ihrer Abschlussarbeit ebenfalls einerseits eine sehr umfangreiche Ausarbeitung schreiben müssen und dann profitieren, wenn Sie das in einem Seminar schon mal erprobt haben und Feedback bekommen haben, und andererseits einen Abschlussvortrag halten müssen. Hier in dem Bildchen sieht man, vorne steht ein dunkelblauer Punkt, also ein Studentin, und unter den Hörern ist der Veranstalter, der zum Beispiel eine Rückfrage stellt. Wichtig wäre mir, darauf zu achten und gegebenenfalls im Vorfeld zu erfragen, wie viel Feedback es denn gibt. Also wird es beispielsweise Übungsmöglichkeiten, Hinweise geben zum Vortrag, gibt es Hinweise und Feedback zur Ausarbeitung, gerade im Hinblick darauf, dass sowohl der Vortrag als auch die Ausarbeitung, wie gesagt, für die Abschlussarbeit, die Bachelorarbeit ebenfalls wichtige Elemente sind und Sie daher hier entsprechend sich Wissen und Fähigkeiten schon aneignen können. Ein Praktikum in der Lehre dreht jetzt die Rolle um, und zwar ist hier die Grundidee, dass Sie selbst als Tutorin tätig sind, aber nicht gegen Bezahlung, sondern durch eine Bezahlung in Anführungszeichen mit Credit Points. Sie erhalten eine bestimmte Anzahl Credit Points für Ihre Lehrtätigkeit. Und meist sind Sie nicht nur als Tutorin tätig, sondern Sie machen ein Praktikum der Lehre im Sinne von, Sie helfen mit bei der Erstellung von einzelnen Aufgaben und Konzeption von Übungsblättern beispielsweise. Das ist eine sehr interessante Tätigkeit für alle, die sich für Lehre interessieren und die Mitarbeit an der Lehre, und ist besonders relevant für Studierende im Lehramt, die hier mal praktisch ausprobieren können, wie es denn ist, als Lehrkraft vor einer Gruppe zu stehen und die zu unterrichten. Es bietet auch einen interessanten Perspektivenwechsel, weil man einen ganz anderen Einblick darin bekommt, wie einfach oder eben auch nicht es ist, gescheite Übungsaufgaben zu stellen. Also Aufgaben, die Studierende fordern, aber nicht überfordern, die thematisch auf den Stoff der Veranstaltung abgestimmt sind, also nicht so weit hinten dranhängen, nicht so weit vorauspreschen und die auch noch interessant zu bearbeiten sind. Meine Empfehlung, überlegen Sie sich, wenn Sie in einem Fach gut sind und das Interesse an der Lehre haben, ein Praktikum in der Lehre eventuell zu belegen.